Durch diese Maßnahme, durch diese Metziza BP, das Saugen mit dem Mund, werden vom Beschneider, dem Mohel, dessen genetische Eigenschaften und Viren übertragen. Die jüdische Beschneidung muss am 8. Tage nach der Geburt stattfinden, egal welcher Wochentag, auch wenn Sabbat ist. Die Beschneidung geht vor. Da es am 8. Tag geschieht, geschieht das in einem Stadium der sogenannten immunologischen Toleranz. Das heißt, Erreger, mit denen das Kind an diesem Tag in Kontakt kommt, wirken nicht als krankmachend. Sie werden in den Körper eingebaut, sind da, ohne dass der Körper darauf abstoßend reagiert, hat sie, und sie werden betrachtet als Teil des Körpers. Sie werden dann mit den Zellen auch vermehrt, aber sie vermehren sich nicht selber, bleiben da. Der Körper erkennt also in Zukunft diese Zellen nicht als bösartig an, sodass diese Menschen nicht mehr von diesen Erregern krank gemacht werden können. Die mit Metziza BP behandelten geimpften Personen, so kann man es richtig ausdrücken, sind also deswegen dann resistent gegen bestimmte Erkrankungen. Das Kind wird bewusst nicht unter Betäubung gesetzt, sondern das Kind muss schreien, das Kind wird bewusst gequält. Es wird vorher von der Mutter den ausführenden Personen übergeben. Es geht dabei manchmal über 3 Hände, sodass das Kind schon erschreckt Angst hat. Dadurch wird vom kindlichen Körper Adrenalin ausgeschüttet. Dieses Adrenalin führt zu einer verstärkten Herzaktivität und diese Herzaktivität führt dazu, dass auf der einen Seite gepumpt wird. Dadurch zieht sich die linke Herzkammer zusammen. Durch das Zusammenziehen der linken Herzkammer wird die rechte Herzkammer größer und dadurch entsteht ein Sog, sodass aus dem Glied des Kindes diese Bestandteile, die der Mohel da in die Wunde eingegeben hat, die werden also in den Körper eingesogen. Der Mohel nimmt einen Schluck Rotwein in den Mund und das soll zur Desinfizierung des Mundes dienen. Tatsache ist, dass Rotwein die Überlebensfähigkeit von Retroviren wie HIV um das 10-fache verlängert gegenüber dem Nichteinsatz. Also wenn Sie Rotwein in den Mund nehmen, dann führt das dazu, dass die Retroviren wie HIV 10-mal so lange leben. Es dient also geradezu dazu, diese Übertragung von Keimen zu ermöglichen, zu verstärken. Auch die anderen Bestandteile dieser Prozedur weisen darauf hin, dass es darauf ankommt, die Viren zu erhalten. Es wird ein Steinmesser benutzt statt eines Eisenmessers, das man ja seit der Eisenzeit kann. Dieses Steinzeitmesser, der Feuerstein, Flintstein, wirkt als virenerhaltend. Viren werden durch Eisen abgetötet, wohingegen der Feuerstein neutral ist in der Beziehung, also sich nicht keimtötend auswirkt. Gleichzeitig ist Eisen blutungsstillend. Im Gegensatz dazu ist Feuerstein Blutung erhaltend. Zum Beispiel Marcumar, der gängigste Blutverdünner, enthält auch SiO2, das ist Feuerstein-Flint. Eine weitere Übertragung kommt dadurch zustande, dass dieses Material vom Mohel, das sind Lymphozyten, Makrozyten, dass die in die 2,5 cm vom Penisende befindlichen Cowperschen Drüsen einsickern können. Und es gibt eine Verbindung von den Cowperschen Drüsen in die Hoden des Kindes und das Material, die Lymphozyten des Mohels, können also aus dem Glied über die Cowperschen Drüsen
in die Hoden einwandern und können dort in einem Prozess, den man erst jetzt neu herausgefunden hat, von Lymphozyten in Spermazellen verwandelt werden, grob gesagt. Dieser Prozess der Umwandlung findet dadurch statt, dass ein bestimmter Druck, physikalischer Druck auf die Lymphozyten ausgeübt wird und dass er in einem Milieu der Säuerung stattfindet. Normalerweise hat das Blut einen pH-Gehalt von 7,4. Durch die Zuführung von Alkohol, den der Mohel in den Mund nimmt, wird also der pH-Wert verändert und das trägt dazu bei, zusammen mit dem Druck, der dann in dem Glied und im Glied des Kindes entsteht, führt dazu, dass die Lymphozyten in Spermazellen verwandelt werden, sodass also genetisches Material des Mohels in dem Kind dann da ist. Der Mohel wird also genetischer Vater der Kinder dieses Knaben. Und es gibt Mohels, die 25.000 Kinder beschnitten haben. Merkwürdige Einstellung, die diese Menschen dazu haben müssen, so etwas 25.000 Mal zu machen. Es wird dabei eine genetische Eigenschaft, die CCR5-Deletion P32 übertragen. Bei dieser Eigenschaft ist ein Teil von CCR5, nämlich der Abschnitt P32, entfernt. Und diese Entfernung des Abschnittes P32 bewirkt, dass diese Menschen, diese Kinder resistent gegen Pest, Pocken, Tuberkulose und Retroviren wie HIV sind. Die akuten Geschichten sind Erkrankungen, die bekannt sind, die jeder Mediziner weiß. Morbus Tay-Sachs, Dystonie, Niemann-Pick, Morbus Canavan, dann der plötzliche Kindstod. Man findet immer wieder, in Israel sind die Zahlen da ganz deutlich, dass Kinder im Kindbett versterben. Das sind im Allgemeinen, zu 2/3 sind das jungen Knaben. Und ein Hinweis, was da passiert ist, dass die Kinder dann, wenn sie auf dem Bauch liegen, dass sie dann eher diesen plötzlichen Kindstod erleiden. Das liegt daran, dass durch die Irritation des Penis es zu einer Ausbreitung der Keime kommt, die bei so einem kleinen Kind dann eben zum Tode führt. Wenn man also nicht weiß, woran ist das Kind gestorben oder man will es nicht sagen, dann wird sagen, das ist der plötzliche Kindstod. Das Kind ist also gestorben, weil es gestorben ist. Oder die Diagnose ist also das Tod des Kindes durch Tod des Kindes. Bei dieser Übertragung von Keimen besteht eine gefährliche Situation, nämlich dann, wenn es durch eine Infizierung der Mutter während der Schwangerschaft mit Herpesviren zu einer sogenannten Co-Infektion von Herpes 1 und Herpes 2 Viren kommt. Diese Co-Infektion ist lebensgefährlich und die führt in 85% der Fälle zum Tod des Kindes. Das sind nicht nur Todesfälle, sondern auch Hirnschäden, bleibende Hirnschäden, bleibende körperliche Beeinträchtigungen. Die Anfälligkeit, die da vorhanden ist, die ist sehr deutlich sichtbar. Ein Beispiel: Jüdische Frauen haben 10-mal häufiger als nicht-jüdische Frauen Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs, Magenkrebs, Gallengangskrebs, Melanome. Das sind alles Erkrankungen, die bei jüdischen Menschen deutlich häufiger, wahrscheinlich im Allgemeinen 10-mal häufiger als bei nicht-jüdischen Menschen auftreten. Dieser Mangel von P32 in CCR5
in dem Genom CCR5, führt dazu, dass die Blut-Hirn-Schranke des Gehirns herabgesetzt wird. So haben wir bei Menschen jüdischer Abstammung eine Häufung von Hirnkrankheiten, von Wesensveränderungen. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Widerstandsfähigkeit gegen epidemisch sich ausbreitende Erkrankungen wie zum Beispiel Pest, Pocken, Tuberkulose, Syphilis und immunschwächende Erkrankungen wie zum Beispiel HIV/AIDS. Durch diese Erkrankungen, die ich aufgezählt habe, sind in der Geschichte Hunderte von Millionen von Menschen gestorben an Pest. Immer wieder Pestzüge. Kein Mensch weiß, woher die Pest gekommen ist, wohin sie gegangen ist. Pocken, dadurch sind ein großer Teil der Ureinwohner Australiens, alle in Tasmanien, in Nordamerika, die indianischen Ureinwohner im ostasiatischen Raum sind damit getötet worden. In London wurden im 19. Jahrhundert jüdische Personen anteilsmäßig 15 Mal seltener als nicht-jüdische Personen von Syphilis befallen. Die jüdischen Menschen sind also anteilsmäßig gegenüber diesen Epidemien, die große Teile der Menschheit dahingerafft haben, geschützt. Und das ist wahrscheinlich oder das ist sicherlich, da habe ich gar keinen Zweifel, der Grund, warum diese grausame, abstoßende Maßnahme durchgeführt werden. Es ist eine Impfung. Aber es ist nicht nur eine normale, nur diese Person betreffende Impfung, sondern es ist auch eine genetische Impfung. Dieses CCR5P32-Gen wird immer wieder in die Leute reingebracht. Es ist, wenn Sie eben damit rechnen, dass Sie von HIV, Pest, Pocken, Tuberkulose befallen werden, dann ist das eine tolle Sache. Dann sind Sie wirklich dagegen resistent. Aber der Preis, den Sie dafür zahlen, wenn Sie ein Kind bekommen, ist, dass dieses Kind mit einer 10-fachen Wahrscheinlichkeit von Krebs und Hirnkrankheiten und Nierenkrankheiten befallen wird. Also für den normalen Hausgebrauch, nicht für biologische Kriege, für den normalen Hausgebrauch ist es eine sehr schlechte Sache. Wenn da eben biologische Kriege sind, dann, also Epidemien vorhanden sind, ich sage dazu gemacht werden, wenn diese Epidemien da sind, dann ist das ein großer Vorteil. Das ist also nicht eine alte Geschichte, steinzeitlicher Brauch, der sich so erhalten hat und keiner weiß warum, sondern das ist kalkulierte Übertragung von Erregern. Das ist ja eine kleine Stelle, eine kleine Wunde. Und was da alles zusammenspielt, diese verschiedenen Gerinnungsmechanismen, Ausschalten davon, die Überlebensfähigkeit der Viren von HIV und HSV und dann dieses Saugen, das ist schon ein beeindruckendes und eindeutiges Zusammenspiel. Das kann nicht Zufall sein, dass diese ganzen Mechanismen auftreten und dass das nicht gewollt ist. Dass das durchgeführt werden darf, das zeigt, welche Bedeutung diese Maßnahme haben muss für diejenigen, die es betreiben.